All meine Anstrengungen der letzten Monate, die ich in die Jobsuche in Schweden investiert habe, blieben ohne Erfolg. Doch neben diesen Rückschlägen gibt es eine andere Baustelle. Das ist ein Mammutprojekt. Das ist der alte Dieselfilter, die ich nun endlich in Angriff nehme. Okay, ich sehe ganz schwach nur die Kontrollanzeigen leuchten. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und ich hoffe wirklich, dass ich es schaffe. Werde ich mich mit dieser Aufgabe übernehmen? Sie ist natürlich immer mit dabei. Und du natürlich auch, wenn du magst. Mit meinem Wohnmobil verknüpfe ich eine ganz besondere Geschichte und deswegen wage ich mich nun an diese Baustelle. Es ist mehr als überfällig, denn mittlerweile steht das Fahrzeug, was mich auf wichtigen Wegen in meinem Leben begleitet hat, komplett still. Und das seit 4 Jahren. Alright. Das ist der alte Dieselfilter. Da haben wir den Diesel aus dem Filter. Ich bin auf der Suche nach meinen Wurzeln. Doch um zu verstehen, wie das mit diesem Wohnmobil zusammenhängt, machen wir einen kleinen Rückblick. Dieses Fahrzeug habe ich mir von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft. Mit der Hilfe meines Vaters habe ich es wieder fahrtauglich gemacht. Es diente mir als Wohnung während meines Masterstudiums in Freising und es führte mich schließlich bis nach Schweden. Ich konnte mich darauf verlassen, als ich jeden Sommer für meinen Job nach Abisko reisen musste, um dort in den Bergen zu kartieren. Es war stets mein treuer Begleiter, bis die ersten großen Probleme auftraten, die ich von nun an alleine bewältigen musste. Vereiste Straßen wie diese hier, ein Crash der Kupplung und schließlich der Totalausfall. Seit dem Winter 2022 steht es nun still. Doch jetzt versuche ich Schritt für Schritt herauszufinden, wo das Problem liegt. Also minimal Saft war jetzt auf der Batterie. Ich hatte nämlich vorgestern dieses kleine Ladegerät hier angeschlossen, denn ich habe die Batterie 4 Jahre lang nicht mehr angerührt, nicht mehr geladen. Das Auto hat sich ja 4 Jahre lang nicht mehr bewegt. Dann habe ich das geladen mit diesem 1,5 Ampere Ladegerät den ganzen Tag lang und am Ende hat es dann defekt angezeigt. Mein Nachbar meinte daraufhin, ich soll sein Ladegerät mit 10 Ampere mal nutzen, weil es sein könnte, dass ich es aus dem Tiefschlaf wecken muss. Aber jetzt, wo ich gemerkt habe, es ist doch ein bisschen Saft auf der Batterie, weiß ich nicht, ob das noch viel bringt, denn es ist ja anscheinend aus dem Tiefschlaf geholt worden. Es ist ja jetzt ein bisschen was drauf. Vielleicht probiere ich es aber trotzdem mal und schließe mal das andere Ladegerät an und schau mal, was mir die Messanzeige angibt.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sie ist natürlich immer mit dabei. Am besten Platz, ne? Ja. Also draußen tut sich nichts, wenn ich das Ladegerät an die Batterie anstöpsle. Ich wollte es jetzt trotzdem mal versuchen, das an die Wohnraumbatterie anzuschließen. Aber auch hier ist das gleiche Problem. Die ist ebenfalls seit 4 Jahren unbenutzt, weder geladen noch irgendwie genutzt. Und hier gibt es so eine Anzeige, einen Indikator. Und wenn ich das richtig sehe, dann sieht es weiß aus. Ich bin mir nicht so sicher, wie es aussehen sollte, wenn es grau ist. Aber irgendwas Weißliches ist da drin zu sehen. Deutet darauf hin, dass die eben auch defekt ist. Aber wir können trotzdem mal versuchen, die Ladeanzeige was anzeigt, wenn ich das Ladegerät jetzt dort anschließe. So. Spannung steigt also auch hier nicht an. War vorauszusehen. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Heute wird mal nicht am Wohnmobil gearbeitet. Heute möchte ich mich ein bisschen um meine Teebeete kümmern. To see from the moment we arrived. Cornelia, you are one who will survive. Voll hart gefroren. When time's been bad, you put smiles on everyone. Of you and of all I should have done. So, ich habe mir hier schon mal meinen kleinen Reparaturtisch vorbereitet, meine Werkbank. Heute geht es am Wohnmobil weiter. Ich habe noch einen alten Kanister Diesel rumstehen, da werde ich jetzt erstmal schauen, wie der aussieht, ob der noch nutzbar ist. Dann werde ich damit meinen Dieselfilter befüllen und hoffen, dass ich es dann auch entlüften kann, das ganze System. Ich habe gerade eine uralte Münze gefunden. Ein bisschen windig hier. Alright, nach meinen Recherchen habe ich nun herausgefunden, ja gut, so unterschiedlich sind sie gar nicht, aber dieser gelbere Diesel, den werde ich nicht mehr nutzen, der ist höchstwahrscheinlich oxidiert, der riecht auch sehr lackartig, den nehme ich nicht mehr. Das ist der Diesel, den ich aus dem Filter abgelassen habe, der zeigt unten schon Schlieren, was auf Bakterienbefall, Bakterienwachstum hindeutet. Den werde ich also auch nicht mehr nutzen. Das heißt, ich muss mich jetzt darum kümmern, neuen Diesel zu bekommen, mit dem ich erstmal den Filter vorfüllen kann. Denn ich habe das letzte Mal schon versucht, mit der Handpumpe zu pumpen, aber man pumpt sich damit tot. Und deswegen brauche ich jetzt erstmal frischen Diesel. Ein naheliegender Grund, warum der Motor nicht mehr anspringen wollte, könnte Luft- und Kondenswasser im System sein. Und das versuche ich mit diesem Schritt zu beheben. Doch währenddessen tun sich schon weitere Probleme auf. Wie man sieht, ist das Ganze alles schon ganz schön extrem gerostet jetzt.
Das ist natürlich unschön. Ich nehme das jetzt hier einfach mal ab und gucke mir das mal an, wie das überhaupt so aussieht. Aber trotzdem wäre es gut, wenn wir es vielleicht trotzdem starten könnten, damit ich das einfach mal hier wegfahren kann. Ja, mal schauen. Oh. Also dieses krasse Loch hier ist definitiv nicht erst in den letzten 4 Jahren entstanden, sondern das muss definitiv schon passiert sein, bevor ich mir das gekauft habe. Denn da waren diese Holzplatten hier nämlich auch schon drunter. Da wurde also Schmuh betrieben. Das ist komplett durchgerostet. Ja. Deswegen ist nämlich dieses Ding jetzt hier auch abgefallen, weil das überhaupt nicht mehr hält. Das ist also ein weiteres Problem auf der To-Do-Liste. Heute steht das Wohnmobil hinter mir still, nach wie vor. Ja, mein Nachbar und ich, wir haben gestern versucht, den Dieseltank auszupumpen. Denn in meinen Augen macht es Sinn, dass ich eben den alten Diesel auch erst entferne, bevor ich alles neu mache und versuche, den neu zu starten, denn sonst jage ich ja den kompletten alten, höchstwahrscheinlich oxidierten Diesel wieder durchs ganze System und in meinen Augen macht das nicht so viel Sinn. Das Problem ist allerdings, dass man den Diesel aus dem Tank gar nicht so leicht rausbekommt. Also soweit ich weiß, gibt es bei diesem Modell keine Ablassschraube. Und wir haben es jetzt versucht mit einer Handpumpe. Allerdings kommen wir da wohl nicht bis rein in den Tank. Ja, und jetzt versuchen wir da eine Lösung für zu finden, wie wir den alten Diesel dort rausbekommen. Oder auch herauszufinden, wie notwendig das nun wirklich ist. Ja, das ist gerade noch ein bisschen Knoten in meinem Kopf. Deswegen lasse ich das heute mal stehen und bleiben und versuche ein bisschen zu überlegen. Aber da das Wetter wunderschön ist und auch in den nächsten Wochen recht warm bleiben soll, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach ein bisschen weiter mit meinem kleinen Teebeet. Ich habe nämlich den Winter über meine Salbeipflänzchen, die letztes Jahr hier schon gewachsen sind, die habe ich drin überwintert, damit die einen Wachstumsvorsprung bekommen. Die möchte ich jetzt gerne wieder auspflanzen und danach möchte ich noch ein bisschen Vogelmiere aussehen. Die wächst nämlich recht schnell und sorgt dann hoffentlich dafür, dass die ganzen unerwünschten Beikräuter nicht so hochkommen und dann die eigentlichen Pflanzen verdrängen, die dort ja wachsen sollen. Und Vogelmiere kann ich eben auch immer wieder nutzen. Die schmeckt super lecker. Das ist eines meiner Lieblingswildkräuter, die ich sehr gerne nutze. Und das mache ich jetzt mal. Na, süßi Maus, hilfst du mir beim Umgraben? So, diese Woche ist jetzt auch schon wieder rum und ich habe 1000 Projekte angefangen, aber konnte natürlich noch nichts beenden. Das ist aber auch absolut nicht schlimm, denn gerade geht es einfach darum, hier mal eine grobe Bestandsaufnahme zu machen,
was denn überhaupt alles gemacht werden muss. Und ich versuche einfach Step für Step jetzt weiterzugehen. Also eine neue Batterie kommt rein und wenn ich das schon mal mache, dann beschäftige ich mich jetzt als nächstes erstmal mit den Kabeln und erneuere die alle, beziehungsweise das, was wirklich notwendig ist. Dazu gibt es dann aber im nächsten Video mehr Einblicke. Und bezüglich meines Dieselproblems, ja, also da werden wir auch noch mal weiter überlegen, ob es denn Sinn macht, den Diesel auszupumpen aus dem Tank oder ob wir den einfach drinnen lassen und ich fülle eben ein Reinigungsmittel und Bakterienstoppmittel rein, was Wachsablagerungen auflösen soll und den ganzen Diesel stabilisieren soll. Ob man das dann einfach weiter nutzen könnte. Höchstwahrscheinlich muss ich dann den Dieselfilter eben schnell wieder wechseln, aber das wäre auch kein großer Aufwand oder kein großes Problem. Ja, also da wird es auf jeden Fall spannend und heikel weitergehen. Ich gehe Step für Step voran. Am Samstag geht's in die Stadt zum Einkaufen und dann beschäftige ich mich erstmal mit dem Elektrikproblem. Danke fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt hier total chaotisch wird. Aber so ist es eben. Ich bin hier ganz am Anfang, beziehungsweise nicht ganz am Anfang. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung. Aber dass ich das jetzt hier alleine mache, das ist neu für mich und ich bin einfach hochmotiviert, mich da selbstständig reinzulernen. Das macht mir Spaß und ich fühle mich ermächtigt, wenn ich mir solche Sachen selbst aneignen kann. Denn dadurch lerne ich, wie alles funktioniert und da freue ich mich drauf. Ich werde euch also mitnehmen auf diese äußerst spannende Reise. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao.